Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es darum, wie es mit unserem eCall weitergeht. Vor allem durch die Abschaltung von diversen Mobilfunktechnologien. Ja, falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, ist komplett kostenlos für euch. Also all das, was ich euch jetzt sage und auch zeigen werde, beruht natürlich auf meiner eigenen Recherche. Und ja, worum geht es eigentlich? Es geht um eCall, also hier oben blende ich euch jetzt ein, haben wir ja unseren eCall-Knopf und der ist dazu da, um bei einem Notfall dann auch tatsächlich ja, Notruf abzusetzen. Den kann ich von Hand betätigen, aber auch wenn bei einem Unfall wird das Auto dann automatisch so eine eCall absetzen, sobald sich die Airbags öffnen. Und das Ganze funktioniert natürlich über Mobilfunk. Und ja, Mobilfunk ist ja in der Weiterentwicklung. Andere und alte Technologien werden nach und nach abgeschaltet. 3G bzw. UMTS ist ja schon abgeschaltet worden. Und ja, mich erreichten relativ viele E-Mails mit Fragen, was ist denn jetzt, wenn auch noch GSM abgeschaltet wird? Wie läuft es da mit unserem eCall weiter? Ich kriege dann ja keinen TÜV. Ohne eCall bekommt man ja mit einem neuen Auto dann ja auch keinen TÜV mehr. Muss ich das Modul ersetzen oder wie läuft das Ganze? Und ich zeige euch jetzt, wie ich zu meiner Schlussfolgerung gekommen bin. Als allererstes, wie ihr vielleicht seht oder kennt, auf meiner Internetseite gibt es dort eine Rubrik interessante Links. Dort sind auch tatsächlich interessante Links. Schaut es euch gerne mal an. Es gibt ja aber auch einen Bereich, der nennt sich dann hier die Konformitätserklärung für unseren Ford Focus. Ich habe unseren ausgewählt, 2018, und hier finden wir dann alle Module, die in unserem Auto verbaut sind und die entsprechende Konformitätserklärung, also dass dieses Modul die Standards einhält. Und für uns interessant ist das Telematikmodul. Das Telematikmodul ist dafür da, ja, die verschiedenen Funktionen auszuüben, unter anderem auch eCall. Und ich blende euch jetzt mal ein, was das Telematikmodul laut meiner Recherche alles unterstützt. Wie ihr seht, unter anderem auch eCall. Bedeutet, sobald ich hier einen Notruf absetze, geht das Ganze ins System. Das System kontaktiert das Telematikmodul und das setzt im Prinzip dann unseren Notruf ab. Also, wichtig für uns, Telematikmodul ist für den eCall zuständig, also um die Mobilfunkverbindung herzustellen. Schauen wir uns jetzt mal an, was denn das Telematikmodul laut der Konformitätserklärung eigentlich alles kann. Und wir öffnen uns hierzu ja, die Konformitätserklärung zum Telematikmodul. Wir sehen, das Telematikmodul stammt von Continental und hier sehen wir die ganzen Standards, nach denen das Ganze getestet worden ist. Unter anderem sehen wir unten den Funkbereich und hier sehen wir diverse Standards. Der erste Standard ist für GSM und die restlichen 3 Standards sind für alles überhalb GSM. Also das erste ist 2G, alles andere ist 3G und 4G. Und wie wir sehen, 301 und 108, der Standard ist generell für ja, die Anforderungen an das Mobilfunkmodul, die es haben muss. Dann gibt es noch einen Strich 2. Die Strich 2 ist für 3G, im Sprachgebrauch UMTS genannt. Und dann gibt es aber auch noch eine Strich 13. Das ist für EUTRA. EUTRA bedeutet dann LTE bzw. 4G. Also wir sehen, das Telematikmodul wurde getestet für GSM, UMTS und LTE. Also alle 3 Technologien werden von unserem Telematikmodul unterstützt. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Bedeutet UMTS, also GSM, UMTS, LTE. UMTS ist ja schon länger abgeschaltet. Das haben wir jetzt nicht mehr. Bedeutet, wir haben jetzt nur noch GSM und LTE. Wenn jetzt GSM abgeschaltet werden sollte, bleibt noch LTE und LTE wird auf absehbarer Zeit nicht abgeschaltet. Bedeutet, das ist die sehr, sehr gute Nachricht für uns laut meiner Recherche. Aber schauen wir uns mal an, ob wir das irgendwie nochmal bestätigt bekommen können. Habe ich dann auch nochmal eine Google-Recherche angestoßen, also mit der Bezeichnung dieses Moduls und habe dann im Prinzip für Südafrika eine Zulassung gefunden. Wie wir hier sehen, das Telematikmodul von Continental, um das es eigentlich geht, und das hier hat jetzt, wie wir sehen, GSM aufgelistet, die Frequenzen, die unterstützt werden, sowie auch LTE. UMTS ist jetzt hier nicht aufgelistet. Habe jetzt nicht recherchiert, vielleicht gibt es einfach in Südafrika schon kein UMTS mehr, deshalb hat man das dort einfach weggelassen. Auf jeden Fall, bei Südafrika ist es so, das Modul wurde auf den Markt gebracht, laut der Behörde mit GSM und LTE. Sollte jetzt also GSM abgeschaltet werden, bleibt uns weiterhin LTE erhalten und das Telematikmodul funktioniert weiterhin. Sollte jetzt der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass meine Recherche, so wie ich sie jetzt gerade gezeigt habe, aus irgendeinem Grund jetzt keine Gültigkeit hat,
oder doch irgendwie anders ist, seid versichert, dass ich mich auch darum kümmern werde und dann zeige ich euch, was man da machen kann. Entweder gibt es, oder das ist entweder, es gibt eigentlich nur eine Lösung, nämlich wir besorgen uns ein neues Telematikmodul, bauen es ein, konfigurieren es und dann muss eCall wieder funktionieren. Aber das ist wirklich nur der Worst Case. Aktuell bleiben wir positiv gestimmt. Bedeutet für euch nichts zu tun, auch wenn GSM abgeschaltet wird. LTE funktioniert weiterhin. Ja, das war's zu diesem kleinen, doch etwas anderen Video als sonst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.